Wenn man sich hinsetzt, um die Extended Editions von allen Herr der Ringe-Teilen hintereinander zu gucken, ist man ziemlich lange beschäftigt. Die Gefährten Teil 1 ist 208 Minuten lang, die zwei Türme 223 und die Rückkehr des Königs sogar 251. Das ergibt dann eine Gesamtlänge von 682 Minuten oder fast 11,5 Stunden. Wenn man dann noch der Hobbit hinten dranhängt, sitzt man 1169 Minuten da, also fast 20 Stunden am Stück. Das kann man in einem irrwitzigen Filmmarathon schon schaffen. Dabei ist Herr der Ringe nicht einmal ansatzweise der Rekordträger, denn die 20 Stunden bestehen ja eben aus 6 verschiedenen Filmen in ihren Extended Cuts. Damit herzlich willkommen auf Cinema Strikes Back zu einem neuen Special, in dem wir sehr ausführlich über die längsten Filme der Filmgeschichte sprechen. Und da gibt es einige sehr interessante Experimente und unfassbar lange Filme. Wenn ihr beispielsweise mal auf Netflix vorbeischaut, da findet ihr den Film Example 8 Hour 23,976. Der wurde scheinbar um das Netflix-Hauptquartier herum gedreht. Die 23,976 stehen dabei für die Zahl der Frames, also für 23,976 Bilder die Sekunde. In dem Video passiert aber nicht viel, außer dass verschiedenste Außenaufnahmen präsentiert werden und ein Schauspieler, der Shakespeare zitiert. Man kann davon ausgehen, dass es ein Testvideo ist, in dem zum Beispiel überprüft werden könnte, ob auch ein 8-stündiges Video nach dem Upload noch korrekt angezeigt wird und ob Ton und Bild noch synchron sind. Gut, das ist jetzt ein experimentelles Video, das man kaum als tatsächlichen Film bezeichnen könnte, aber es gibt sie ja, die unendlich langen Monumentalfilme, die sich an bestimmten Stellen ziehen wie Kaugummi. Die 10 Gebote zum Beispiel mit seinen 220 Minuten, also noch weniger als 4 Stunden, der ist noch recht harmlos und vom Winde verweht ist ja etwa auch so lang. Da gibt es aber zum Beispiel noch den 63er Kleopatra mit seinen genau 4 Stunden, der ist eine Ecke länger, oder auch der 96er Hamlet, der nochmal 2 Minuten länger als Kleopatra ist. Sergio Leones Meisterwerk Es war einmal in Amerika besitzt eine Version, die 251 Minuten lang ist, also 4 Stunden und 11 Minuten. Alles aber kein Vergleich zu Napoleon, der 1927 erschienen ist. Der Film hatte eine Laufzeit von 5 Stunden und 32 Minuten. Der Film ist aber allgemein ein überaus interessantes Projekt. Der Schlussteil hatte nämlich ein super verrücktes Bildformat von 4:1. Dafür wurden 3 Kameras nebeneinander gepackt und bei der Aufführung dann wurden 3 Filmrollen nebeneinander projiziert und zeitgleich abgespielt. Das wurde vom Regisseur Abel Gance Triptychon-Verfahren genannt. Als Triptychon bezeichnet man sonst Gemälde oder dreiteilige Relieftafeln, die aus 3 verschiedenen Bildern bestehen, die ineinander übergehen oder zumindest thematisch ähnlich sind. Und nach Napoleon, nur ein Jahr später, wurde in China ein anderes gigantisches Filmprojekt vorgestellt, nämlich The Burning of the Red Lotus Temple, ein chinesischer Stummfilm, der eine Romanverfilmung war. Diese Filmreihe erschien in 19 verschiedenen Teilen zwischen 1928 und 1931 und da ist selbst die Laufzeit von Der Herr der Ringe ein Witz dagegen, denn die Gesamtlänge von The Burning of the Red Lotus Temple betrug sage und schreibe 27 Stunden. Nur leider können wir euch kein Filmmaterial dazu zeigen, weil die Filme als verschwunden gelten. Aber welcher Film ist denn nun der eine längste Film aller Zeiten? Da muss man in den Experimentalfilmbereich gucken. Der längste Film aller Zeiten kommt aus Schweden. Vor etwa 10 Jahren fragten sich nämlich Erika Magnusson und Daniel Andersson, woher elektronische Geräte eigentlich kommen. Sie beschlossen, den Herstellungsweg eines kleinen Schrittzählers zu begleiten, aber in umgekehrter Reihenfolge. Sie begannen also im Geschäft, da wo man den Schrittzähler kaufen kann, und sie begleiteten den gesamten Weg direkt zum Ursprung der Fabrik. Sie begannen in Stockholm und begleiteten dann den Weg des Schrittzählers von Insjön nach Göteborg über Bremerhaven in Deutschland mit einem Zwischenstopp in Rotterdam, dann in die spanische Hafenstadt Algeciras, nach Malaga mit der Endstation Shenzhen in China, wo die Schrittzähler dann in einer Fabrik hergestellt werden. Der Film ist in seiner gesamten Länge über 51.000 Minuten lang, insgesamt etwa 857 Stunden oder 35 Tage. Wer möchte, kann sich das Projekt sogar im Internet ansehen. Der Film wurde in ganzer Länge 5 Wochen lang in der Stadtbibliothek von Uppsala gezeigt und anschließend auch in Stockholm und natürlich auch in Shenzhen. Damit ist Logistics der offiziell längste Film der Welt. Aber ja, wer hat die Muße, sich 5 Wochen lang wirklich einen einzigen Film anzusehen?
Was ist denn mit Spielfilmen, also Filme, die eine klassische Handlung haben? Da gibt es ein weiteres interessantes Projekt, auch aus Schweden. Anders Weberg heißt der Filmemacher, der den längsten Spielfilm aller Zeiten machen möchte. Sein Mammutprojekt heißt Ambience. Handlung kann man seinem Film trotzdem nur schwer unterstellen, denn es soll um eine surreale Reise durch Raum und Zeit gehen, die seine Arbeit mit dem Bewegtbild symbolisieren soll. Der Film ist noch nicht fertig, er plant den Film 2020 fertigzustellen und der ganze Film soll eine Länge von 720 Stunden haben. Damit ist er also immer noch etwas kürzer als Logistics. 2014 veröffentlichte Weberg einen Teaser mit 72 Minuten Länge und 2016 erschien ein Trailer, der über 7 Stunden lang ist und in ganzer Länge auf YouTube zu sehen ist. Weberg ist ein ziemlich interessanter Kerl, denn er gilt als der Schöpfer der sogenannten Peer-to-Peer-Art. Das sind Filme, die ausschließlich für File-Sharing-Programme hergestellt werden. Es gibt also einen Uploader, ihn selbst, Anders Weberg, der den Film hochlädt und sobald ein anderer den Film von ihm heruntergeladen hat, kann der neue Nutzer den Film wiederum anderen zur Verfügung stellen. Ein Film ohne Original quasi. Zu diesen Filmen zählt auch sein Werk 090909, der 9 Stunden, 9 Minuten und 9 Sekunden lang ist und in dem es nur 9 Bilder die Sekunde gibt. Veröffentlicht wurde der Film am 9.09.2009. Ambience soll aber sein finales Projekt werden. Nachdem der Film in einer öffentlichen Premiere der gesamten Welt gezeigt wird, möchte er die einzige Kopie des Films zerstören, sodass Ambience dann der längste Film sein wird, der nicht mehr existiert. Danach möchte sich Weberg nicht mehr mit dem Thema Film oder Video beschäftigen. Für ihn ist Ambience auch ein Statement, denn er stellt sich klar dagegen, alte Filmklassiker in Form von Remakes neu zu veröffentlichen. Kunstwerke seien Kunstwerke und die soll man gefälligst in Ruhe lassen. Der längste Animationsfilm hingegen kommt auch aus dem Norden, genauer gesagt aus Dänemark. Die Künstlergruppe Superflex hat einen 240-stündigen Film namens Modern Times Forever geschaffen. Darin wird das Hauptquartier des finnisch-schwedischen Konzerns Stora Enso gezeigt. Genauer gesagt, wie das Gebäude über die nächsten tausende Jahre herunterkommt. Der Film wurde nur einmal in Helsinki in ganzer Länge gezeigt. Die Vorführung dauerte 10 Stunden und der Film wurde auch gegen das Gebäude projiziert oder auf das Gebäude projiziert, das der Film tatsächlich auch thematisch behandelt, nämlich gegen das Hauptquartier von Stora Enso. Die Künstlergruppe sagt, sie haben sich inspirieren lassen vom Stummfilm Cinematon. Dieser Film, Cinematon, galt bis ins Jahr 2011 als der längste Film der Geschichte und es ist mit großer Wahrscheinlichkeit einer der Filme, der in seiner Produktion am längsten gedauert hat. Cinematon erschien 2009 zum ersten Mal, aber die Arbeit an dem Projekt begann bereits in den 70ern. Über 39 Jahre hat der französische Regisseur Gérard Courant bisher daran gearbeitet und er baut den Film aktuell noch weiter aus. Der Film zeigt nämlich über 2000 Menschen, denen exakt 3,5 Minuten lang die Chance gegeben wird, zu tun und zu machen und zu lassen, was auch immer sie wollen. Zu diesen Menschen zählen sogar einige Größen der Filmgeschichte, zum Beispiel Jean-Luc Godard, Roberto Benigni oder Wim Wenders. 2009 gab es die erste Premiere des Films in Avignon und der Film lief bereits in 6-tägigen Aufführungen in den französischen Kinos. Das sind ja alles schöne und nette Fun Facts, aber was ist denn jetzt der längste Film, der eine abgeschlossene Handlung hat und den man so am Stück gucken kann? Die Krone geht da an einen weiteren Franzosen, nämlich Jacques Rivette. Der hat mit seinem Film Out One ein Monument geschaffen. Mit seinem fast 13-stündigen Spielfilm erzählt Rivette eine Geschichte, in der unzählige Storylines lose miteinander verwoben worden sind und zu der Entdeckung vieler neuer Storylines führen. Gedreht wurde der Film aber in gerade einmal 6 Wochen. Zu den verstörendsten und seltsamsten Filmen hingegen zählt der Film Sleep der Künstlerlegende Andy Warhol. Er hat nämlich seinen damaligen Liebhaber beim Schlafen gefilmt, 321 Minuten lang. Der Film zeigt also wirklich nichts anderes als den Typen John Giorno, der 5 Stunden und 21 Minuten schläft. 9 Menschen waren angeblich bei der Erstaufführung anwesend, 2 davon hätten den Saal nach weniger als einer Stunde wieder verlassen. Ganz anders war es bei einem der bekanntesten Dokumentarfilme überhaupt,
nämlich Shoah. Shoah ist ein Dokumentarfilm des Regisseurs Claude Lanzmann aus dem Jahr 1985, in dem Zeitzeugen des Holocausts über ihre Schicksale sprechen. Der Film besteht zum absoluten Großteil aus Interviews und auch aus einigen Kamerafahrten an den heutigen Plätzen der Konzentrations- und Vernichtungslager. Shoah ist ein fast 10-stündiger Film und ich selbst habe mal mit einem Kinobesitzer gesprochen, der mir verraten hat, dass einige Schulklassen den Film an 2 verschiedenen Tagen in ganzer Länge geguckt haben. In Deutschland sorgte der Film bei seiner Premiere für Aufsehen. Der WDR setzte sich laut Wikipedia dafür ein, dass der Film in ganzer Länge gezeigt wird, während der Bayerische Rundfunk sich gegen den Film stellte. Als Steven Spielberg Anfang der 90er Schindlers Liste geschaffen hat, hat er übrigens etwas Ähnliches gemacht. Er hat seine ganze Gage genutzt, um die Shoah Foundation zu gründen, eine gemeinnützige Organisation, die sich um den Erhalt der Erinnerungen von Holocaust-Überlebenden einsetzt. Die Shoah Foundation hat bisher über 52.000 Interviews in 56 verschiedenen Ländern geführt und ein Videoarchiv geschaffen, das man in Deutschland nur in Berlin besichtigen kann, genauer gesagt im Campus-Netzwerk der Freien Universität, in der Stiftung Topographie des Terrors und im Zentrum für Antisemitismusforschung oder noch viel angenehmer auf YouTube auf dem Kanal der Shoah Foundation. 2003 ist außerdem in Italien ein Film namens Die besten Jahre veröffentlicht worden, über die Lebensgeschichte zweier Brüder zwischen den Jahren 1966 und 2000. Das erinnert mich persönlich entfernt an Richard Linklaters Boyhood, der den Film in einem Zeitraum von 12 Jahren gedreht hat und den Jungdarsteller Ella Coltrane über diesen immensen Zeitraum immer wieder gefilmt hat. Auch der ungarische Film Satans Tango ist ein Mammutprojekt aus dem Jahr 1994. Das Drama ist 7,5 Stunden lang und darin geht es um ein heruntergekommenes Dorf, dessen Bewohner in Armut leben. Eine Straße soll dem Dorf wieder Leben einhauchen. Als ein totgeglaubter Dorfbewohner dann doch noch lebt oder zurückkehrt, denken alle, dass es wieder bergauf geht. Dabei wissen sie nicht, dass dieser Wiederkehrer nur Böses im Schilde führt. Von Kritikern gefeiert gilt auch der 2004 erschienene Film Evolution of a Filipino Family. Das Drama ist 9 Stunden lang und zeigt den Niedergang und Wiederaufstieg einer Bauernfamilie von den Philippinen. Das sind alles sehr, sehr interessante Filme und natürlich bedeutet Länge nicht gleich auch Qualität, aber viele Monumentalfilme erzählen so ausufernde, epische und komplexe Geschichten, dass sie eben einfach ihre Zeit brauchen, um sich zu entfalten. Natürlich ist auch ein Film wie der Pate 2 über 3,5 Stunden lang, aber in vielen Fällen lohnt sich eben der Aufwand. Also schreibt mir doch mal in die Kommentare, was der längste Film ist, den ihr je gesehen habt. Das würde mich sehr interessieren. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann abonniert doch diesen Kanal hier, Cinema Strikes Back, und macht daneben die Glocke an und checkt auch unsere Filmkritik von dieser Woche aus. Da sprach ich nämlich über den neuesten Steven Spielberg-Film, das Sci-Fi-Spektakel Ready Player One. Lasst euch das Video nicht entgehen und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alper.